Ein neuer Tag in der Wüste, und zwar in Wadi Rum in Jordanien. Und wir haben jetzt schon unsere Wüstentour. Mittendrin sind wir jetzt schon. Natürlich in einem schönen, naja, rustikalen, sagen wir mal, Toyota Land Cruiser. Und wir sind schon auf unserer ersten Station mitten in der Wüste und werden jetzt heute einige Orte hier ansteuern. Und da werden wir auch schöne Fotolocations finden und auch schöne Dinge einfach zum Sehen. Vor allen Dingen krass finde ich immer noch diese Felsformationen, die Wüste auch ein bisschen auszeichnen. Also das erinnert mich auch ein bisschen an Monument Valley, aber irgendwie anders. Wir haben teilweise riesige Felsen, teilweise kleinere Felsen und einfach eine schöne Aussicht. So, wir haben gerade einen nächsten Stopp hier, und zwar an einem Canyon, der heißt Al-Khazali Canyon. Kurz gucken. Dann schauen wir uns mal den Canyon ein bisschen an. Das ist mal wieder ziemlich brutale Hitze. Kann man unten nicht sehen. Das sind es, da oben sind es so viele Leute. Hier unten hört es auf. Ah, okay. Ja, hier unten hört es auf. Okay. Das ist oben rum. Ah, okay. Ach. Also es geht anscheinend ziemlich tief rein hier in diesen Canyon. Ich weiß es nicht. Die laufen gerade einfach weiter. Okay. Ja, ich muss aufpassen, wo ich hinlaufe, weil der Boden ist ein bisschen rutschig und abschüssig. Also rutschig durch den Sand. Und das ist auch sehr eng. Sind das alte Hieroglyphen, oder? Also ja, naja. Eher Höhlen eingekehrt. Das macht nichts, nee. Also diese Holzplanken sind auch nicht so wirklich safe. Ja, die kippen halt ein bisschen hin und her, aber whatever. Ja, das geht schon. No climbing, okay? No climbing. Yeah, the side of the photo finish, come back in the time. Eigentlich erinnert das auch schon wieder an einige Orte in den USA. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ein bisschen Monument Valley. Ja. Ich finde das hier Yellowstone ist schon krass. Also es ist auf jeden Fall sehr abenteuerlich, hier voranzukommen. Oh Gott. Okay, kannst du mir die Kamera abnehmen, weil mit der geht's nicht. Ach, danke. Bitte? Hier ist Ende. So, jetzt sind wir am Ende von diesem ganz engen Canyon angelangt. Hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Hier sind noch die Felsen, die sich bis oben erstrecken. Und hier unten ist noch ein kleiner Tümpel. Mit dem absolut restlichen Regenwasser, das es hier gibt. Ja, dann geht es jetzt wieder zurück. So, nächster Zwischenstopp. Wir sind hier gerade auf so einen Felsen hochgeklettert, was man, glaube ich, auch ein bisschen hört.
Ja, ist nicht ganz unanstrengend Auch geht bei aber. der Hitze. Guck mal, Hier hat man eine schöne Aussicht. Ha? ja, außer ich stehe im Weg. Ja. Dann ist vermasselt Dann, meine Aussicht. Genau, dann lass mich doch die Aussicht filmen. Ja, Moment, ich laufe dann aber mit rein. Ja. Ich habe jetzt leider auch die Orientierung verloren. Also ich weiß nicht mehr, in welche Richtung unser Camp ist. Ich glaube, Dahinter? Okay. Keine Ahnung. weil das da vorne, dieser sandige Hügel, da war unser erster Stop. Ja, Dann dahinter genau, da im hinten. Canyon, Da war der Canyon, genau. dann hierher. Ja. Ja, der Canyon war echt schön. Ja, das stimmt, schön kühl. Da kommt ein Kilo Sand raus aus dem Schuh. Das sind auch die perfekten Schuhe zum auf Hügel klettern und in Ja. der Wüste sein. Ja, So, perfekt. also von der Farbe her ja, Ja, von der Funktionalität her jetzt eher nicht ganz so. nicht ganz. Es gäbe auch perfekte, aber so, da hockt der kleine Akram 2. Ja. Der große. Erzähl doch lieber. Ach so, ja, wir sind jetzt immer noch in der Wüste. Wir fahren jetzt von Station zu Station, beziehungsweise von Felsen zu Felsen. Und schauen, dass wir nicht überhitzen. Langsam wird es nämlich echt warm. Ich weiß gar nicht, was für eine Uhrzeit es ist. Geht langsam zum Mittag. Ich habe nämlich Hunger. Das ist vielleicht viel wichtiger. Was gibt es denn zu essen? Muss ich mal unseren Fahrer fragen. Ja. Aber bis dahin kann man ja mal die Aussicht genießen. Okay, hier wurde Lawrence von Arabien gedreht. Und man könnte jetzt hier hochgehen. Ich weiß nicht, magst du hoch? Nee, ich gehe. Nee, ich Nicht? will lieber einen Tee. Genau, also man könnte jetzt hier hoch und dann nochmal eine Aussicht genießen, aber ich finde, die Aussicht ist von hier auch schön. Und vielleicht tun wir dann lieber hier einen Tee trinken. Ja, Ja, das klingt gut. Klingt viel chilliger. ja, das klingt viel chilliger, ja. Welcome. This is the hair, the Lawrence Herrera. The house in the top in the there. There is you in the photo. Yeah, welcome. Yeah, welcome. Hello, welcome. Ich kenne den Film nicht. Was ist da In diesem passiert? Herr, Also was ist mit dem Felsen? Ah, das ist sein Haus. Ach so. Yeah. Ach, das ist das Haus vom Lawrence von Arabien. In the Die ganzen Film gewohnt. Da hat er den ganzen Film über gewohnt, genau. Nee, wir... Müssen wir die Schuhe weg? Bist du sicher? Nee, die... Doch, ich habe die Schuhe auch alle weg. Nee, die da drüben nicht. Schuss? Yes, shoes, welcome. Ja, Schuss. Das ist auch so ein kleiner Akram. Wollte ich gerade sagen, der passt noch besser. Hi, salam alaikum. So, jetzt schauen wir mal, wo wir uns hier hinsetzen. Ha? Welcome. Aber das, Welcome. Vicky, No, in shoes. In shoes. Yes, shoes. Yes. Is the tea sugar or no sugar? Sugar. So. So, jetzt kriegen wir erstmal einen Tee. Schukran. Thank you, my friend. Sehr leckerer Tee. So, es geht weiter in der Wüste von, ja, was soll man sagen, einem Felsen zum nächsten. Das ist jetzt hier der Mushroom Rock, weil er aussieht wie ein Mushroom. Völlig verrückt, ist aber so. Man könnte ihn auch Blumenkohl Rock nennen. Und warum habe ich eigentlich ein komisches Handtuch auf dem Kopf? Weil die Sonne so knallt wie irre. Und deswegen werde ich jetzt mal wieder Schatten finden. Ab zum Auto, ab zum Essen. So, jetzt sind wir in einer ziemlich engen Felsschlucht angekommen.
die aber nach beiden Seiten offen ist. Einerseits haben wir hier, geht es raus aus der Wüste. Oh, ich habe hier ein Echo. Okay. Hallo Echo. Oh, okay. Und auf der anderen Seite sind wir mit dem Jeep reingefahren und werden da kurz unser Essen gleich einnehmen. Da freue ich mich drauf. Nee, aber faszinierend sind eigentlich die Felsformationen hier. Vor allen Dingen manche Felsspalte, die halt unglaublich geradlinig verlaufen und fast künstlich aussehen. Aber naja, die sind halt einfach auch über die Jahrhunderte durch den Sand geschliffen worden. Behaupte ich jetzt mal. Ich bin kein Geologe oder irgendwas, aber ich behaupte jetzt mal, dass das so ist. Guten Abend. So, wir sitzen hier jetzt gemütlich hier auf einer Matte im Sand und werden bekocht. Das Gericht heißt Kalaya. Keine Ahnung, was das ist. Wir werden es sehen. Zwiebeln und Tomaten. Bis jetzt Zwiebeln und Tomaten. Das riecht schon mal sehr gut. Das ist unser Koch und unser Vater und unser alles in einem. Karim. Hello. Hello. What is this? Vegetables. And this here on the side. In the yellow peas. And this hummus. Ah. Tuna. Mhm. Yes. Vita. Vita. Oh, Feta. Yes. Ah, And this? Feta und Öl. Yes. Domti. Feta. Ja. Hummus im Tetrapack. Geil. Da können wir uns ja mit nach Hause nehmen. Ja, Also, man kann es zwar sehr schnell selber machen, Ja. aber das ist wirklich eins der Sachen, die man selbst schnell machen kann, Hummus. So, wir haben hier gerade den Hummus aufgemacht und hier noch den Feta-Käse. So, jetzt haben wir fertig gegessen und irgendwie sind alle totenstill. So andächtig Alle hin. und schlafen. Genau. Und dann geht's zurück und dann ins Bett. Genau. Also es war sehr, sehr lecker und jetzt geht es dann weiter. Wir haben jetzt, Moment, wir haben jetzt 14:41 Uhr. Also ein paar, ja? Wieso? Auch keine Ahnung. Früh oder spät? Spät. Ach so, nö. Für mich ist die ganze Zeit einfach Mittag. Nee, also wir haben ja noch ein paar Stündchen. Ja, genau. Ist erst abends. Ist ja bis nach Sonnenuntergang. Nach Sonnenuntergang sind wir dann wieder zurück. also 7. So um 7, ja. Genau. Und ich glaube, da gibt es noch einen Tee. Tee? Yes. Ja. Hello. Oh, wat aglo? يلا ناولون الحياة يا هنا ناولون الحياة. Weiter in der Wüstentour. Wir sind jetzt in einer Sig, also in so einer Canyon-Enge. Und die wird immer enger und enger. Und weil hier so wenig Sonne hinkommt, verdunstet das Wasser hier nicht so schnell. Ergo gibt es hier zumindest ein paar Pflanzen und Bäume. Das ist zumindest mal meine Theorie. Ich bin ja kein Geologe. Und es wird hier immer enger. Leute, oh mein Gott, das ist mir voll eng hier. Und jetzt gibt es auch noch eine kleine Klettereinlage. Be careful, guys. It's a big step here. Okay.
So, die Felsenge ist doch länger als gedacht. Nach einer kleinen Klettereinlage geht es jetzt immer noch weiter und jetzt öffnet sich es aber langsam. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier mal langsam raus. Nicht, dass es eine Sackgasse ist, wobei es sieht nicht danach aus. Jetzt noch ein kurzer Aufstieg. Es ist ganz schön anstrengend, im Sand zu laufen. Wisst ihr das? Das ist wie im Schnee, im Tiefschnee. Man sinkt irgendwie ein, muss wieder raus und andauernd kämpft man irgendwie gegen den Sand an. Apropos Sand. Hier in Wadi Rum ist auch sehr interessant. Hier gibt es mindestens 3 verschiedene Sandarten. Also Färbungen von Sand. Wir hatten jetzt zuerst immer den roten Sand. Also so ein Karminrot, so Ziegelsteinrot. Da gibt es irgendwie so einen orangefarbenen beige, dunkelbeige Sand. Und dann haben wir noch einen sehr, sehr hellbeigen Sand. Und irgendwo mischen die sich, also es wechselt dann von einer Sandart zur nächsten, so innerhalb von ein paar Metern. So, jetzt haben wir unsere letzte Station unserer Wüstensafari. Wir sind beim Sonnenuntergang in der Wüste. Lichttermin überhaupt. Hört man mich überhaupt? Wahrscheinlich ist der Wind viel zu stark, aber ist ja egal. Wir haben hier noch ein nettes Feuerchen und noch ein bisschen Tee. Genießen. So, wir sitzen jetzt hier oben auf dem Auto. Wir fahren jetzt, um den Sonnenuntergang anzuschauen. Und wir haben uns durchgetauscht den ganzen Tag, dass immer jemand anders hier oben sitzt. Und jetzt sind wir mal dran. Ja, und ich bin instant 20 Jahre jünger. Ich habe jetzt meinen Cappy nämlich verkehrt herum auf. Ja, und deshalb ist besonders. Ja, ist klar. Ja. Ist gut? Ja, Ist gut. Thank you. Ja, der fragt halt während der Fahrt, wie es geht. Ja, natürlich. Genau, steigen wir mal schnell aus. So laufen nebenher. Ja, So geht's euch weil er gut. halt der Fahrer ist. Ja, genau. Geht's euch gut? Der fährt eigentlich das Auto. Entschuldigung. Im Moment schon, also kannst du bitte weiterfahren? Das ist so geil. Jetzt war's gut. Hallo, ist alles gut? Ja. Ja, nee, es ist zu langsam, too slow, hallo. So, jetzt ist gerade Kamelfütterstunde hier. Es sind ein paar Kamele hier, die zu unserem Auto gekommen sind. Echt auf deine Finger aufpassen, gell? Ah, Kamelhaar? ja, Kamelhaar. Hast du ihm gerade rausgezupft? Ja, ich habe es gerade rausgezupft. Ja. Das ist dein eigenes Haar. Ja. Also ich glaube, das magst du nicht. Hallo, ich will was. Hast du jetzt gefallen? Ich hab nichts mehr. Oh, okay. Das bist du nicht, glaube ich. Nee. Andra? Ja? Könnten wir jetzt fragen, oder? Vaterschule. Wir sind umzingelt von Kamelen. Wir haben alle Bänder. Oh, sorry. Die kratzen sich das Fell runter. Ah, okay. Voll Banane. Bye bye.
ich glaube, ich muss die jetzt leider wegfliegen lassen. Wieso? Ja, was soll ich damit? Das ist ein Andenken. Ja, das Kleine, aber naja. Was soll ich denn damit machen? Keine Ahnung. Das brauchst du nicht. Kamelhaar wischen.